Weisheiten vergangener Zeiten, Podcast. So, willkommen zur ersten Folge des Weisheiten vergangener Zeiten Podcast. In diesem Podcast möchte ich mich mit Werken klassischer Autoren sowie von Autoren, welche vielleicht noch nicht so bekannt sind, befassen und mir jedes Mal einen Text heraussuchen, den ich dann versuche simpler und einfacher darzulegen, mit dem Ziel, dass der Text dann an ein breiteres Publikum gelangen könnte und sich dann vielleicht mehr Menschen, welche sich noch nicht so mit Philosophie auseinandergesetzt haben, dann ein Interesse an Philosophie finden. Und ja, vorher ist jetzt natürlich noch zu sagen, dass es immer nur meine subjektive Interpretation ist und ich keinen Wahrheitsanspruch oder ähnliches stelle und ihr mich immer verbessern könnt in den Kommentaren und ich mich eigentlich auch darüber freue, wenn ihr das tut. Dann, bei meiner Meinung werde ich auch eher zurückhaltend sein. Ich werde da jetzt nicht zu jeder Passage irgendwie sagen, ja, ich finde das richtig, ich finde das falsch, sondern den Text weitestgehend zusammenfassen, ohne jetzt irgendwie irgendeine Bewertung da reinzubringen, außer wenn natürlich die Gründe vollkommen fragwürdig sind für mich. Also, wenn ich dann irgendwelche Passagen lese und irgendwie nicht verstehe, ja, wie kommt man denn jetzt überhaupt so da drauf, dann werde ich natürlich sagen, ja, okay, das verstehe ich jetzt auch nicht so. Aber ansonsten werde ich mich mit meiner Meinung weitestgehend zurückhalten. Dann zu Spengler selbst. Ja, Spengler, also Oswald Spengler, ist ein eher mäßig bekannter Philosoph. Vielleicht ist er den Leuten, die sich schon mit der Lebensphilosophie so ein bisschen befasst haben, ein Begriff. Aber ansonsten glaube ich, hat nicht so jeder, der sich für Philosophie jetzt im Allgemeinen interessiert, von Spengler gehört. Man hatte ja so von Aristoteles, Sokrates, Immanuel Kant und so weiter gehört, aber Oswald Spengler ist dann ja auch ein eher moderner Philosoph, da er ja Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Und er gewann dann auch erst an Popularität im Jahr 1918 mit seinem Hauptwerk Der Untergang des Abendlandes, was eigentlich ein historisch-philosophisches Werk ist, in dem er sich mit den Hochkulturen auseinandersetzt und wie diese zyklisch aufblühen und dann wieder vergehen. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel zum Untergang des Abendlandes sagen, aber merkt euch zumindest, ja, mit diesem Werk, das ist auch sein Hauptwerk, mit dem hat er vor allem an Popularität gewonnen. Ja, und zu Spengler selbst ist zu sagen, dass er sich schon früh mit Philosophie auseinandergesetzt hat, denn er schlich sich schon mit 15 Jahren in die Unibibliothek, um beispielsweise Ernst Haeckel zu lesen, und studierte an mehreren Universitäten Mathematik, Philosophie und Geschichte. Also dann später, natürlich nicht mit 15. Besonders prägend war für ihn die Philosophie Friedrich Nietzsches und seine Vorstellung des Willens zur Macht. Wieso diese Vorstellung für ihn besonders prägend war, also der Wille zur Macht, dazu werden wir dann auch später kommen. Und jetzt werde ich erstmal noch nicht zu viel dazu sagen. Später, nach dem Studium, versuchte er sich dann als Gymnasiallehrer und dann noch später als Schriftsteller. Als Gymnasiallehrer hatte er, glaube ich, nicht so viel Erfolg, weil er da viele Nervenzusammenbrüche erlitt, auch wenn er besonders beliebt war unter seinen Schülern. Und später als Schriftsteller hatte er, glaube ich, so mäßig Erfolg. Also der Untergang des Abendlandes war schon so sein Hauptwerk und das wurde dann auch weitestgehend rezipiert und hat sich anscheinend gut verkauft. Aber trotzdem hatte er dann immer wieder finanzielle Probleme. Er hat natürlich in einer besonderen Zeit gelebt, also er hat bis 1936, um es genauer zu sein, gelebt und starb dann an einem plötzlichen Herztod, aber währenddessen gab es ja viele politische Umbrüche. Also der Erste Weltkrieg hat stattgefunden, es gab die Weimarer Republik, Aufstieg des Nationalsozialismus und politisch engagiert hat er sich tatsächlich. Er stand aber sowohl der Weimarer Republik als auch dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüber und war für so eine Art von Aristokratie. Was jetzt seine genaue politische Vorstellung und was seine politischen Überzeugungen waren, das weiß ich nicht und darüber habe ich mich jetzt auch nicht dafür informiert.
Aber das dann vielleicht zu sagen. Aber er hatte jetzt auch nicht so übertrieben viel Erfolg damit. Also er hatte zwar viel politische Kontakte und hat sich immer versucht, irgendwie da da zu engagieren, aber letztendlich ist nicht so viel dabei herumgekommen. So, jetzt Infos zum Werk. Ja, das Buch ist 1931 erschienen und wenn er 1936 gestorben ist, sieht man ja schon, dass es ein recht spätes Werk ist. Und es gibt die Geschichte der Technik wieder, was jetzt unter Technik zu verstehen ist. Dazu werden wir dann gleich kommen. Aber vorher ist dann schon zu sagen, es greift über das Menschenzeitalter hinaus. Also es ist nicht nur eine Menschheitsgeschichte der Technik, sondern auch, es bezieht sich sogar auf die Tierwelt, wenn nicht sogar auf die Pflanzenwelt. Also auf das ganze organische Leben nach Spengler. Aber wie gesagt, ich werde das gleich genauer erklären. Die Fragen, welche er sich dann in diesem Werk stellt, sind: Was ist die Technik und was ihr Sinn? Und wie hat sich die Technik des Menschen entwickelt? Um gleich bei diesen Fragen zu bleiben, vor allem bei der Frage, was ist die Technik und was ist ihr Wert oder was ihr Sinn? Und in der Einleitung stellt Spengler 2 Positionen zu dieser Frage vor. Zum einen gibt es die Romantiker und zum anderen die Sozialisten nach ihm. Die Romantiker sind solche Dichter und Schriftsteller während der goethischen Zeit und die meinen ja, die Technik, die hat eigentlich nicht so einen hohen Wert und ihr Sinn ist auch so ein bisschen nebensächlich. Also diese Romantiker bemessen den ganzen Wert der Technik anhand von der Kultur und anhand von und die Kultur ist für die auch nichts anderes als irgendwie die Bücher, welche eine Zeit produziert oder eine historische Epoche produziert und vielleicht auch so die Kunstwerke und so weiter. Also das, was man normalerweise auch unter Kultur versteht. Und die meinen, ja, die Technik, die ist jetzt nicht so besonders förderlich für die Kultur und deswegen hat sie jetzt auch nicht so einen hohen Wert. Die nimmt vielleicht den Menschen so ein bisschen Arbeit ab, aber für die Kultur hat sie nicht so einen großen Wert, deswegen hat die Technik nicht so eine große Bedeutung. Dann gibt es noch die Sozialisten. Und ja, die Sozialisten zum einen, vielleicht auch die Engländer, Utilitaristen und so weiter. Und die haben so eine Utopie-Vorstellung der Technik. Die meinen, ja, die Technik, die hat einen unglaublichen Wert. Und die ist auch, ja, in ihr findet vielleicht die Menschheit dann irgendwann ihre Erfüllung und kann die Utopie erreichen, welche die Sozialisten sich vorstellen. Und zwar, dass die Menschen von ihrer kläglichen Arbeit befreit werden, nicht mehr ausgebeutet werden, weil man dann irgendwie besser mit Ressourcen umgehen kann. Die ganzen Maschinen helfen dann einem, die schwierige Arbeit auf dem Feld und so zu verrichten. Die Technik ist da im positiven Sinne gesehen, dass sie der Menschheit irgendwann helfen wird, sich von der Arbeit zu befreien, aber auch irgendwie von Kriegen vielleicht, weil man dann irgendwie besser mit Ressourcen umgehen kann und Menschen nicht mehr so schrecklich ausgebeutet werden müssen. Also die Sozialisten sehen das eher positiv und schreiben der Technik einen großen Wert zu. Spengler sagt nun, ja, beide Positionen sind falsch. Und das liegt schon allein daran, dass sie so einen völlig falschen Technikbegriff haben. Denn beide nehmen an, ja, die verstehen irgendwie Technik als das, was in den letzten Jahrhunderten geschehen ist. Also Technik als so Maschinen und ja, all diese Maschinen, die irgendwie von Strom oder von Kohle oder von irgendwelchen anderen Energieträgern angetrieben werden. Und Spengler hat einen viel weiteren Begriff von Technik, der sich nicht mal auf die vorigen Jahrtausende nur bezieht, sondern auf ja, vielleicht sogar Jahrmillionen Jahre. Also Spengler versteht die Technik als eine Taktik des Nehmens. Diese Taktik ist nicht zu verwechseln mit den Werkzeugen oder Erfindungen, welche diese Taktik produziert. Beispielsweise kann selbst ein bürokratisches System eine Taktik sein, des Staates beispielsweise, um sich gegenüber seinen Feinden zu erhalten, oder auch der Lauf einer Gazelle, welche versucht vor einem Löwen zu entkommen. Beides sind Taktiken des Nehmens nach Spengler und damit auch eine Technik. Und es dabei nicht zu verwechseln, was
mit dieser Technik produziert wird. Also eine Maschine, beispielsweise irgendwie ein Handy oder so oder ein Fernseher, das ist nach Spengler genau nicht eine Technik, sondern irgendwie Produkt der Technik. Und was jetzt überhaupt der Technik zugrunde liegt, ist ein Wille zur Macht. Spengler meint nämlich, dass die Technik zur Machterweiterung benutzt wird. Und Spengler meint nun, dass der zugrunde liegende Sinn der Technik ein Wille zur Macht ist. Also die Technik dient zu nichts anderem als die Macht des Menschen oder irgendeines anderen Lebewesens zu erweitern. Fangen wir mal bei der Gazelle an, die ich schon erwähnt habe, die vor dem Löwen flieht. Die Gazelle flieht vor dem Löwen letztendlich, um ihr Leben zum einen zu erhalten, also um zu überleben, aber dann auch, um sich einen Vorteil vor ihren Konkurrenten und Feinden natürlich zu verschaffen und sich dann mehr vermehren zu können, irgendwie dann mehr essen zu können und so weiter. Letztendlich geht es der Gazelle auch nicht nur ums Überleben, sondern auch ihre Nachkommen dann zu produzieren oder, keine Ahnung, mir fehlt gerade das Verb, aber letztendlich geht es selbst der Gazelle um Macht. Und genauso ist es bei Menschen. Wenn der Mensch dann irgendwelche Technik produziert oder nicht Technik produziert, wir haben ja schon geklärt, Technik ist das Verfahren, die Erfindungen sind das Produkt der Technik, aber wenn der Mensch dann eine Technik anwendet, um dann Erfindungen zu produzieren, dann dienen die Erfindungen immer dem Zweck, die Macht des Menschen zu erweitern. Besonders gut kann man sich das veranschaulichen an so Kriegstechnik, wenn der Mensch da beispielsweise irgendwie den Wagen oder ähnliches erfindet und da die Technik nutzt, dass er sich zu mehreren zusammenschließt, dann irgendwie Räder befestigt an das Holz, also dieses Verfahren nutzt, zu mehreren etwas zu produzieren, dann dient diese Technik auch zu nichts anderem, als dann andere Völker zu erobern. Und das meint Spengler ist immer so der Sinn der Technik. Und er meint, ja, die Essenz des Lebens ist auch der Wille zur Macht. Also jedes Volk strebt danach irgendwie seine Macht zu erweitern und seine Macht zu erhalten. Und genauso nicht nur jedes Volk, auch jeder einzelne Mensch und auch jedes Lebewesen. Nachdem Spengler nun erklärt hat, dass die Technik nichts anderes ist als ein Verfahren zur Machterweiterung, geht er über zu der Frage, wie überhaupt die moderne Technik entstanden ist und wie es dazu gekommen ist, dass wir die Verfahren, die wir heutzutage anwenden, nun mal anwenden. Und hierzu zeigt Spengler eine Geschichte der Technik auf, welche einhergeht auch mit einer Menschheitsgeschichte. Und zwar versucht er am Anfang erstmal zu klären, was überhaupt der Mensch ist. Und hierzu versucht Spengler den Menschen mit Pflanzenfressern und Fleischfressern zu vergleichen, um anschließend sagen zu können, ja, der Mensch ist beispielsweise ein Pflanzenfresser oder nur mal ein Fleischfresser. Und hierzu charakterisiert er jetzt erstmal Beutetiere und Raubtiere und zeigt die Merkmale auf, zeigt die wesentlichen Merkmale auf, welche diese beiden Arten von Tieren überhaupt ausmachen. Hierzu fängt er erstmal bei dem Pflanzenfresser an und den Pflanzenfresser charakterisiert er als rein reaktiv. Also der Pflanzenfresser, der muss die ganze Zeit auf seine Umgebung reagieren, wie beispielsweise ein Pferd oder ein Kaninchen oder ähnliches und setzt dabei keine eigenen Ziele oder ähnliches, sondern muss, wie gesagt, die ganze Zeit reagieren und beispielsweise, wenn irgendein Raubtier oder wenn irgendeine andere Bedrohung kommen könnte, dementsprechend schnell fliehen können. Und nach Spengler zeigt sich das auch in dessen äußeren Erscheinungsbild. Und zwar sind bei einem Pflanzenfresser, anders als bei einem Fleischfresser, die Augen seitlich platziert, wohingegen der Fleischfresser, hier kommen wir jetzt auch gleich zu dem Vergleich, frontal platzierte Augen hat. Und durch diese frontal platzierten Augen hat der Fleischfresser im Gegensatz zum Pflanzenfresser ein begrenztes Sichtfeld,
wodurch er nun mal nicht auf jeden einzelnen Umwelteinfluss reagieren kann und er nun mal auf bestimmte Aspekte der Welt, zumindest die in diesem Sichtfeld enthalten sind, begrenzt ist. Und Spengler meint, darin reflektiert sich eigentlich eine Einstellung zur Umwelt, und zwar die, dass der Fleischfresser zielsetzend ist und nicht nur auf die Umwelt reagiert, sondern die Umwelt in gewissem Sinne beherrscht. Und zwar sieht man das ja beispielsweise an der Jagd oder Ähnlichem, dass der Fleischfresser sich auf bestimmte Aspekte der Umwelt fokussieren muss, um dann eine Taktik wählen zu können, um das Beutetier dann erlegen zu können. Also der Fleischfresser, der ist dann nicht rein reaktiv, sondern der ist eher zielsetzend und beherrscht die Umwelt, anstatt von der Umwelt beherrscht zu werden. Und darin sieht Spengler eigentlich auch Parallelen zu Menschen. Denn der Mensch hat ja auch so etwas wie intentionales Handeln, dass der Mensch nicht nur irgendwie durch die Umwelteinflüsse, die auf ihn einwirken, beherrscht wird, sondern die Umwelt eher beherrscht. Und zwar dadurch, dass er nun mal ähnlich zum Raubtier Ziele setzen kann, Intentionen hat, denen er nachgeht, Wünsche, Ziele etc. Natürlich hat jetzt ein Fleischfresser keine so ausgefeilten Wünsche wie ein Mensch, aber trotzdem haben beide gemeinsam, dass sie nun mal ihre Umwelt beherrschen und nicht von der Umwelt rein beherrscht werden wie ein Pflanzenfresser oder ein Beutetier. Also beide Begriffe habe ich jetzt hier als Synonym gebraucht. Und deswegen kommt Spengler auch zu dem Schluss, ja, der Mensch, der ist kein Pflanzentier, sondern ein Raubtier. Und dieses Raubtierverhalten, das zeigt sich auch in den Handlungen des Menschen. Und nachdem nun Spengler den Menschen als ein Raubtier charakterisiert hat, stellt sich natürlich die Frage, ja, wie hat sich die Technik seitdem weiterentwickelt? Denn der Mensch kann natürlich als ein Raubtier charakterisiert werden, aber doch ist er ja nicht gleich mit einem Raubtier geblieben. Also er hat sich danach noch weiterentwickelt und bis zur modernen Technik, da fehlt es ja noch so ein bisschen. Und Spengler fängt dann nun mit der ersten Entwicklung an, welche nach ihm den Menschen vom Raubtier scheidet. Und zwar meint Spengler, dass die erste Entwicklung, welche den Menschen vom Raubtier geschieden hat, die Entwicklung der Hand ist. Denn, was vielleicht noch zu sagen ist, Spengler ist sich selbst nicht so sicher, wie überhaupt die Hand entwickelt wurde. Er meint, dass die Hand sogar ziemlich sicher als Ganzes entwickelt werden musste, weil sie nun mal nur als Ganzes eine Funktion hat. Die Funktion, die werde ich gleich auflösen, aber Spengler meint halt, ja, hätte der Mensch die über Jahrmillionen Jahre entwickelt und erstmal so den einen Finger, dann den nächsten, bis er dann die 5 Finger hatte, das hätte einfach nicht so einen großen Sinn gehabt. Also sagen wir, der hätte dann irgendwie 100.000 Jahre oder so einen Finger gehabt. Dieser eine Finger, der hätte keine Funktion gehabt und deswegen wäre das dann eigentlich rückentwickelt worden. Und deswegen muss die Hand auch so als Ganzes entwickelt worden sein, weil sie nun mal nur als Ganzes eine Funktion erfüllt. Und die Funktion, die sie erfüllt, das ist dann auch die Technik, die dann jetzt hinzukommt. Und zwar ist die Funktion, dass der Mensch dann dazu befähigt wurde, Werkzeuge herstellen zu können. Davor war der Mensch darauf angewiesen, dass er seine biologische Ausstattung benutzen musste. Und nun kann der Mensch, dadurch, dass er die Hand hat, ja selber sein Leben in die Hand nehmen, indem er, also ein bisschen schlechtes Wortspiel, aber was damit gemeint ist, er kann jetzt einfach Werkzeuge herstellen und ist jetzt ein bisschen unabhängiger von der Natur, denn er musste jetzt vorher beispielsweise irgendwie Ausdauerläufe oder so hinlegen oder ich weiß nicht genau, wie der Mensch davor irgendwie Beute erlegt hat oder ähnliches, aber jetzt jedenfalls kann er irgendwelche Steinwerkzeuge herstellen, auch vielleicht irgendwelche Holzwerkzeuge etc.
und dadurch sich einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten, also gegenüber anderen Tieren und natürlich gegenüber anderen Menschen verschaffen. Und was jetzt vielleicht noch zu sagen ist, ist, dass nicht die Werkzeuge selbst die Technik sind, sondern die Befähigung, die Werkzeuge herzustellen, die Technik ist. Wie gesagt, nach Spengler, wie wir davor das auch schon besprochen haben, ist ja das Verfahren die Technik und nicht irgendwie das Produkt. Und das Verfahren ist nun mal, Werkzeuge herstellen zu können, also diese Fähigkeit, und nicht die Werkzeuge selber. Ja, das ist dann vielleicht zur ersten Entwicklung zu sagen und dann kommen wir auch gleich zur zweiten. Okay, nachdem wir nun die erste Entwicklung beschrieben haben, die dem Menschen eigen ist, und zwar die Entwicklung der Hand, welche ihn dazu befähigt hat, individuelle Werkzeuge herstellen zu können und sich so ein bisschen von der Natur zu befreien und seinen biologischen Gegebenheiten, kommen wir zu der zweiten Entwicklung. Diese ist nach Spengler das Sprechen und Unternehmen. Sie tritt nach Spengler etwa 5000 vor Christus auf und muss nach ihm mit der gleichen Plötzlichkeit aufgetreten sein wie auch die Entwicklung der Hand. Da die archäologischen Funde dann auch darauf hinweisen, wie beispielsweise der Ackerbau, die Erfindung des Wagens oder auch größerer Bauten, und sie aller sozialer Interaktion und eines Mediums bedürfen, welche diese soziale Interaktion ermöglicht. Und dieses Medium ist dann auch die Sprache, welche die Menschen dazu befähigt, zu kommunizieren und gemeinsam größere Erfindungen zu planen. Spengler sagt nun aber, dass nicht die Erfindungen, welche dort vorgefunden werden, wie beispielsweise der Wagen oder die größeren Häuser, die da gebaut wurden, dass das die Technik ist, welche die Innovation darstellt, sondern genau wir müssen dann wieder auf das Verfahren schauen. Und das Verfahren, welche überhaupt diese Erfindung ermöglicht, ist das Sprechen und Unternehmen. Und dies wird nach Spengler dann auch als Technik bezeichnet. Also das ist die Innovation, die da hinzukommt. Nun kann man sich natürlich auch fragen, wie ist denn überhaupt die Sprache entstanden? Also wie kam es denn überhaupt zur Sprache und was waren die ersten Äußerungen, die der Mensch da gemacht hat? Und Spengler zeigt da erstmal zwei Theorien auf, über die er sich so ein bisschen lustig macht. Das sind zum einen die Philosophen, welche behaupten, ja, die Sprache, die ist dadurch entstanden, dass der Mensch seine Gedanken äußern wollte. Also beispielsweise der Mensch hat irgendeinen Gedanken, wie beispielsweise der Baum ist grün oder ähnliches, und die Sprache hat dann dazu gedient, dass der Mensch seinen Gedanken dann äußern konnte. Also das war, sage ich mal, die primäre Funktion der Sprache. Und die andere Theorie kommt so von den Dichtern und die meinen, ja, die Sprache, die hatte eigentlich sogar eine rein poetische Funktion, dass der Mensch sich irgendwie vielleicht poetisch äußern wollte oder ähnliches und dass dann auch die Poesie und vielleicht auch Lieder etc. Die ersten sprachlichen Äußerungen dargestellt haben. Spengler tut beides so ein bisschen als lächerlich ab und meint, dass die Sprache eine rein praktische Funktion hatte. Und zwar diente sie dazu, Fragen zu stellen und Antworten darauf zu geben. Stellen wir uns beispielsweise vor, man will irgendwie ein Haus bauen. Man will ein Haus bauen und man benötigt bestimmte Materialien, dann dient die Sprache dazu zu fragen, ja, sind diese Materialien vorhanden? Und die ersten primitiven Äußerungen waren dann immer nur ein Ja oder Nein. Also die Sprache diente zu nichts anderem als sie hatte den Nutzen, diese Erfindungen, welche sozialer Interaktion bedurften, diese zu ermöglichen und nicht irgendwie Gedanken zu äußern, welche keinen praktischen Zweck hatten, wie beispielsweise irgendwie die deskriptive Beschreibung eines Baumes oder gar irgendwelche poetischen Werke zu dichten. Nach Spengler bringen dann diese Unternehmungen, welche angestellt werden, zwei Arten von Menschen notwendigerweise hervor. Und zwar die Herrscher und die Herrschenden, um es ganz einfach zu sagen.
um es dann ein bisschen zu präzisieren, es gibt dann immer die Erfinder, sage ich mal, welche die Erfindungen da hervorbringen, dann auch noch natürlich die diese Erfindungen dann leiten und dazu verhelfen, dass dieses Werk dann zu Ende gebracht wird. Und dann gibt es natürlich die Ausführenden, welche den Auftrag, der denen aufgegeben wird von den Erfindern und welche unter der Leitung der Leitenden dann dort stehen. Und Spengler meint, ja, diese Teilung zwischen den Herrschenden und Herrschern, die ist notwendig und kommt erstmals mit dem sprechenden Unternehmen zustande. Diese Entwicklung ist wieder aus dem Willen zur Macht heraus zu verstehen. Denn die Gemeinschaft hat als Kollektiv eine größere Macht als das Individuum. Wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass sich ein Stamm zusammentut oder ein Volk, dann wird dieses Volk oder dieser Stamm natürlich stärker sein und das Individuum dann sich irgendwann einverleiben. Also das Individuum wird sich wahrscheinlich nicht irgendwie gegen 20 Leute wehren können, welche dazu noch irgendwelche Erfindungen hervorbringen, welche weitaus komplexer sind und deswegen auch weitaus gefährlicher sind als das Individuum, welches da sein Steinkeil oder so irgendwie gemacht hat oder sein Steinmesser. Also das Individuum wird da nicht viel machen können gegen dieses Kollektiv. Was aber nun das Besondere ist, dass sich zwar der individuelle Wille zur Macht überträgt auf den kollektiven Willen zur Macht, aber sowohl die Beherrschten als auch die Herrscher ihre Freiheit aufgeben müssen, ihren individuellen Willen zur Macht ausnehmen zu können. Die haben jetzt insgesamt mehr Macht, aber trotzdem muss jetzt beispielsweise der Beherrschte sich dem Herrscher beugen und dann irgendwelche Pläne und Erfindungen ausführen und der Herrscher muss sich dieser Führungsarbeit widmen und hat keine andere Wahl, als auch die Beherrschten natürlich immer in begrenztem Sinne irgendwie respektieren zu müssen und denen auch bestimmte gewisse Rechte eingestehen zu müssen, die er vorher denen nicht eingestehen musste in diesem raubtierhaften Leben, wo jedes Individuum gegeneinander kämpft. Ob es überhaupt so etwas gab, ist natürlich umstritten, aber Spengler meint, glaube ich, dass es tatsächlich so etwas gegeben hat, wo wirklich Individuum gegen Individuum war und dass dieser soziale Bund erst viel weiter später eingetreten ist. Die Herrschenden, welche dann dort vorgebracht werden, das sind dann natürlich nicht mehr Leute, welche auf ihre physische Stärke beharren, sondern die Leute, die dann weitaus intelligenter sind als die Beherrschten. Und zwar in dem Sinne, dass sie darin begabt sind, planmäßige Arbeit auszuführen, dass sie die Pläne erstellen für die Erfindung und natürlich auch die Erfindungen, welche dem Volk oder Stamm oder welche Gemeinschaft dort auch immer vorhanden sei, dass diese Erfindungen dann dem Sieg verhelfen und sie diese auch hervorbringen können. Und deswegen sind die Herrschenden dann auch weitaus intellektueller veranlagt als irgendwie physisch veranlagt. Zwar wird dann immer gesagt, Macht ist irgendwie das Gewaltmonopol, aber dort geht es jetzt in diesem Kollektiv darum, dass der Herrschende die Erfindungen hervorbringen kann, welche dem Kollektiv dieses Gewaltmonopol sichern. Und wie ich schon meinte, damit dieses Gewaltmonopol gesichert werden kann, muss sich da der Beherrschte als auch der Herrschende in gewisser Weise einschränken und sich dann beispielsweise an Rechte und Gesetze halten, also die dann später entwickelt werden, um das Gemeinwesen zu stärken. Also da kann es nun mal nicht mehr diesen Kampf von jedem gegen jeden geben, weil das Kollektiv nun mal erhalten werden muss. Und um das Kollektiv zu erhalten, muss, wie ich schon gesagt habe, jeder seine
individuellen Ausschreitungen, die er da beispielsweise haben könnte, einschränken. Und diese Einschränkung führt natürlich dazu, dass diese ursprüngliche Spontanität, welche der Mensch natürlicherweise in diesem raubtierhaften Leben hatte, verliert und das Leben festere und striktere Formen erhält. Dadurch bedeutet das Leben des Einzelnen natürlich auch immer weniger, weil der Mensch nun mal nur Teil dieses Kollektivs ist und das Leben des Einzelnen auch davon abhängt, dass dieses Kollektiv erhalten wird oder dass diese Gemeinschaft dort erhalten wird. Würde der Mensch nämlich versuchen, sich aus dieser Gemeinschaft heraus zu befreien, oder würden das zumindest mehrere versuchen und diese Gemeinschaft dann auflösen und dieses Kollektiv würde dann zugrunde gehen, dann würden die nach einer Zeit von einem anderen Kollektiv oder von einer anderen Gemeinschaft, welche nun mal dann mächtiger ist als das Individuum, von der dann wieder einverleibt werden und versklavt oder getötet oder ähnliches. Und deswegen ist der Mensch gezwungen, sich an die Ordnung der Gemeinschaft zu halten und da drin auch drin zu bleiben. Natürlich kann es sein, und das berichtet Spengler auch, dass sich einzelne Individuen da immer versuchen dass einzelne Individuen immer versuchen, einen Weg da herauszusuchen, und das sind dann auch die Anfänge des Individualismus, wo sich bestimmte Individuen versuchen, der Gemeinschaft und dieser Ordnung und Organisation, welche da erzwungen wird, zu widersetzen. Aber diese Individuen müssen nun mal in der Minderheit bleiben. Also beispielsweise irgendwelche Verbrecher, Abenteurer oder ähnliches. So Leute, welche sich versuchen, der Organisation halt zu entziehen und dann ihre, sage ich mal, eigenen Wege zu gehen. Solche Menschen können immer nur in der Minderheit bleiben, damit dieses Kollektiv erhalten wird und dann unter anderem sogar die Räuber, also die Verbrecher, die dann im Gefängnis sitzen oder ähnliches, geschützt werden. Zuletzt ist dann noch zu sagen, und was jetzt noch zum Schluss zu sagen ist, dass letztendlich es immer mehr Beherrschte braucht, um die Erfindungen der Herrschenden auszuführen. Zum einen nehmen die Erfindungen an Komplexität zu und zum anderen braucht es auch immer mehr Arbeitskräfte, um dann diese komplexen Erfindungen zu erhalten. Und ja, wir können uns das an dem Beispiel veranschaulichen. Stellt euch beispielsweise einen Schutzwall vor, der damals irgendeinen Stamm geschützt hat, der aus Baumstämmen oder Ähnlichem besteht. Der braucht natürlich weitaus weniger Arbeitskräfte, um den auszuführen, als beispielsweise so eine Burgmauer, welche ja selbstverständlich viel mehr Beherrschte und Arbeitskräfte braucht, um diese dann zu erhalten und dann auch erstmal überhaupt zu bauen. Und das sind jetzt, glaube ich, alle Punkte, die zu dieser Etappe zu sagen sind, und dann kommen wir gleich auch zu der dritten Etappe. So, dann kommen wir jetzt zu dem dritten und letzten Stadium der Entwicklung der Technik. Nach den Kulturen des Sprechenden und Unternehmens erwachsen nach Spengler die Hochkulturen, welche sich im Grunde derselben Technik des Sprechens und Unternehmens bedienen, diese Form der Technik jedoch nochmal intensivieren. Unter den Hochkulturen kann beispielsweise die chinesische, die indische, dann später auch die abendländische, die griechische, all diese Hochkulturen können darunter verstanden werden. Jede Hochkultur demonstriert dabei in ihrer Weise ihre Macht über die Natur oder andere Völker. Beispielsweise zeigen die Pyramiden in der ägyptischen Hochkultur den Triumph der Ägypter über die schweren Massen. Also die Pyramiden haben da ja unglaublich schwere Steine und die zeigen dann nach Spengler diesen Triumph über die schweren Massen. Also jede Hochkultur versucht in irgendeiner Weise über die Natur zu dominieren und irgendeinen nennenswerten Erfolg vorweisen zu können. Die Technik findet aber ihren Höhepunkt in der abendländischen oder faustischen Kultur. Getrieben vom Streben nach geistiger Macht wird die Natur durch Experimente in der faustischen Kultur gefoltert, um technische Probleme lösen zu können. Also diese naturwissenschaftlichen Experimente nennt Spengler sinnbildlich Folter der Natur, denn
letztendlich wird da nichts anderes gemacht, als ein bestimmtes Naturphänomen isoliert und daraus wird versucht, eine Erkenntnis zu gewinnen, um ein technisches Problem dann anschließend lösen zu können, welches der Mensch dann irgendwie nutzen kann, um dann auch ein technisches Problem lösen zu können und die Erfindungen, die er dann vollbringt, weiterentwickeln zu können. Und anders als die vorigen Kulturen die natürlichen Materialien abgebaut und nach ihrer Vorstellung umgeformt haben, beginnt die abendländische Kultur die Kräfte der Natur auszubeuten. Das demonstriere ich jetzt vielleicht am besten an einem Beispiel, denn es entstehen beispielsweise Erfindungen wie die Dampflokomotive oder das Dampfschiff, welche einen Antriebsstoff verbrennen, um Kräfte freizusetzen, die die Erfindung dann selbstständig antreiben. Also nicht mehr die Materialien werden irgendwie in einer besonderen Weise umgeformt oder bewältigt, wie beispielsweise bei den Ägyptern, da die schweren Massen da irgendwie gehoben wurden, um da die Pyramide zu vollbringen, sondern die Kräfte der Natur werden nun instrumentalisiert, sodass die Erfindungen fast schon selbstständig arbeiten. Ja, und wie gesagt, statt des Menschen arbeitet dann die Natur für den Mensch. Jedoch fordert der Luxus an Maschinen auch eine Unmenge an Arbeitern, welche diese dann verwalten und auch ausführen. Das hatten wir ja schon vorher gesagt, dass die Waghalsigkeit und die Komplexität an den Erfindungen zunimmt und somit auch es immer mehr Arbeiter braucht, welche diese Erfindungen dann verwalten. Die Zusammenhänge werden dabei aber so komplex, dass die Arbeiter gar keine Ahnung haben, wofür sie eigentlich arbeiten. Also man muss sich vorstellen, dass beispielsweise ein Arbeiter und der hat vielleicht irgendwie in der Arbeitsteilung einen Teil der Arbeit und muss da irgendwie eine Maschine, also er hat Ahnung darüber, wie er die Maschine irgendwie funktionstüchtig hält, aber er hat nicht so richtig Ahnung, wofür irgendwie die Maschine vielleicht sogar dient, wie sie im Gesamten funktioniert. Also die Zusammenhänge werden einfach immer komplexer, sodass die Arbeiter dann auch gar keine Ahnung haben, was sie da eigentlich bedienen. Und genauso ist es sogar bei den Erfindern, dass sie auch begrenztes Wissen über die Funktionen und Folgen ihrer Erfindung haben. Stelle man sich jetzt beispielsweise die künstliche Intelligenz vor, die es zu Zeiten Spenglers natürlich noch nicht gab, aber jetzt gibt, da hat auch nicht jeder so Ahnung, was daraus folgen wird, also wohin sie sich jetzt noch entwickeln wird. Also das sind so Erfindungen, da kann man nur spekulieren, in welche Richtung sich das dann noch weiterentwickeln wird. Und da haben selbst die Forscher noch nicht so Ahnung, in welche Richtung das alles gehen wird. Spengler zeigt dann schon erste Hinweise auf Umweltkatastrophen auf und die Problematik der menschlichen Ausbeutung der Natur. Und zwar weist er halt darauf hin, dass es nun mal nur begrenzte Ressourcen gibt und dass der Mensch nun mal ein Naturwesen ist und dass letztendlich der Mensch den Kampf gegen die Natur nicht gewinnen kann, weil er nun mal in diesen Zusammenhang mit der Natur eingebettet ist. Ich glaube, zu Spengler war jetzt noch nicht der Klimawandel oder ähnliches so prävalent, also man hatte, glaube ich, noch nicht so Ahnung davon. Aber er zeigt auch schon auf, dass es einfach problematisch ist, die Natur in dieser Weise, wie es der abendländische oder europäische Mensch macht, auszubeuten, da der Mensch nun mal von der Natur abhängig ist und beispielsweise, wenn er dann irgendwelche Ressourcen verdreckt, wie beispielsweise sein Trinkwasser oder ähnliches, dann führt es natürlich Folgen auch für ihn mit sich, weil der Mensch sich nun mal von irgendwelchen natürlichen Elementen wie dem Wasser oder was weiß ich, wovon er noch alles abhängt, nicht so vollkommen befreien kann. Und ein weiteres Problem, das Spengler in der abendländischen Kultur beschreibt, ist dann, dass der Mensch nicht mehr Herr über seine Erfindung, sondern von dieser komplett abhängig ist. Seine Arbeit dient eigentlich nur zur Erhaltung der Produkte, der Technik. Also der Mensch wird vollkommen von der Technik oder von den Erfindungen eher gesagt, weil Technik ist ja wie gesagt das Verfahren und die Erfindungen sind dann die Produkte der Technik. Der Mensch wird von den Produkten der Technik vollkommen bestimmt. Stellen wir uns beispielsweise irgendwie ein Dampfschiff vor,
das angetrieben wird. Das benötigt natürlich Arbeiter, welche diese Technik dann verwalten, organisieren und dieses Dampfschiff dann da antreiben. Und natürlich kann es dann da sein, dass es irgendwelche freizeitlichen Dampfschiffe gibt, wovon ein paar Menschen dann profitieren in ihrem Urlaub. Aber selbst diese Menschen, also die meisten Menschen zumindest, die dann auf diesem Dampfschiff sind, arbeiten auch in irgendeinem industriellen Zweig, wo sie durch die Produkte der Technik vollkommen bestimmt werden. Also dass die Technik und die Anforderungen der Technik, um diese zu organisieren, zu erhalten, zu verwalten, die bestimmen dann in vollkommener Weise das Leben des Menschen. Und jetzt kommen wir mal zur Entwicklung der abendländischen Kultur oder wie sie sich nach Spengler in Zukunft entwickeln wird. Und zwar meint Spengler, dass die abendländische Kultur oder eher gesagt die europäische, faustische Kultur den Fehler begangen hat, dass sie anstatt das technische Wissen für sich zu behalten, sie andere Kulturen oder andere Völker auch gelehrt hat, wie man diese technischen Verfahren anwendet. Und andere Kulturen steigen dann innerhalb von ein paar Jahrzehnten auf. Man kann sich da Japan beispielsweise vorstellen, dessen Wirtschaft jetzt nicht so weit weg ist von europäischen Ländern. Und die konnten dadurch, dass diese technischen Verfahren nicht geheim gehalten wurden, diese einfach kopieren und nachahmen und ihre Wirtschaft dadurch aufbauen. Und anders als die faustische Kultur prognostiziert jedoch Spengler, dass die anderen Kulturen eigentlich nicht so technikaffin sind. Also dass dieses Streben nach Technik und diese Lösung von technischen Problemen durch ihren Intellekt und so weiter, dass das eigentlich nur der faustischen Kultur eigen ist, aber die anderen Kulturen nicht mal so ein großes Interesse daran haben. Und deswegen meint Spengler auch, dass die anderen Kulturen die technischen Verfahren eigentlich nur nutzen, also die modernen technischen Verfahren jetzt, nur nutzen, um sich von der Ausbeutung durch die Europäer zu befreien. Auch glaubt Spengler, dass die faustische Kultur an ihr Ende gelangt und sich nicht mehr durch Streben nach Lösung naturwissenschaftlicher Probleme auszeichnet, da die Maschinen die Menschen versklavt, statt ihnen zu dienen. Also Spengler meint einfach, die meisten Menschen, beispielsweise die Arbeiter, die sehen nicht irgendwie ein, also die sehen beispielsweise die komplexen Zusammenhänge nicht ein, welche die Erfinder denen da irgendwie aufgeben, dass sie diese Erfindungen, die sie da vollbringen, verwalten müssen. Und deswegen sehen sie auch keinen Sinn in ihrer Arbeit. Und deswegen gibt es immer mehr Revolten gegen so eine Art von Arbeit. Und Spengler meint dann, ja, die Menschen werden sich dann irgendwann, also die fangen jetzt schon an, sich irgendwie so ein bisschen mehr für Sport zu begeistern, für irgendwie einfach andere Aktivitäten. Und deswegen wird auch die Technik, wie sie gerade auf diesem Niveau existiert, auch nicht mehr verwaltet werden können, weil dieser intellektuelle Typus, der sich so für Technik begeistert, nun mal in der abendländischen Kultur oder in Europa ausstirbt. Und wenn es dann keine Erfinder natürlich mehr gibt, dann bricht die Kultur zusammen und so bricht dann auch die faustische Maschinenkultur zusammen. Und das ist so ein bisschen Spenglers Prognose. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Ende des Buches. Oder der Zusammenfassung zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.